Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Ina und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du so eine süße Geschenktasche nähen kannst. Die Geschenktaschen sind groß genug, dass ein Taschenbuch reinpasst und noch einige Süßigkeiten oder natürlich alles andere in vergleichbarer Größe. Ja, Weihnachten steht vor der Tür und da kann man die Geschenktaschen noch mit so schönen weihnachtlichen Motiven versehen. Das sieht bestimmt sehr schön aus, wenn davon einige unterm Weihnachtsbaum stehen. Und im Idealfall werden sie nächstes Weihnachten weiter verschenkt. Die Geschenktaschen sind komplett gefüttert und es dauert ungefähr 30 bis 40 Minuten, eine einfache Tasche zu nähen. Viel Spaß beim Zuschauen und Nähen! Du kannst die Geschenktasche gleich nach meinen Angaben zuschneiden. Oder als Alternative biete ich in meinem Shop das Schnittmuster an für die Geschenktasche Tiffy inklusive der Schablonen. Ich nähe in diesem Video eine Geschenktasche mit einer großen Weihnachtskugel als Motiv. Dafür schneide ich die Schablone erstmal aus und dann braucht man zusätzlich für das Schablonenmotiv vom Futterstoff oder halt irgendeinen anderen Stoffrest 2 Stoffstücke, die so auf jeden Fall zu allen Seiten 3 bis 4 cm größer sind als das Motiv, damit das beim Bügeln und Nähen nachher nicht so friemelig wird. Die anderen Teile können schon mal weg, nur das Schnittteil von der Innentasche brauche ich gleich noch, um den Griff zu zeichnen. Die Stoffstücke sind für außen 34 x 25 cm groß und die unteren Ecken werden 3 x 3 cm groß ausgeschnitten. Die Innentasche ist 33 x 25 cm groß. Auf einen der Außenstoffe kommt nun die Schablone. Hier markiere ich mir nun erstmal, bis wohin der Griff geht. Was heißt markieren? Ich lege einfach nur das Lineal dorthin als Orientierung und einen von den Stoffen falte ich einmal so mittig, um mir die Mitte zu markieren, dass ich die Schablone nachher einfacher ausrichten kann, und dann lege ich das Stoffstück etwas unterhalb von dem Griff auf den Außenstoff und stecke den dünneren Stoff fest. Die Stoffe liegen rechts auf rechts. Jetzt nehme ich mir die Kugel und lege sie mittig auf den dünneren Stoff und zeichne einmal, ich mache das hier mit dem Bleistift, einmal zeichne ich nun den Umriss auf den Stoff. Wenn die Linie komplett gut zu sehen ist, dann näht man einmal auf dieser Linie entlang. Ich beginne also an der Rundung, stecke die Nadel in den Stoff, Naht verriegeln und dann nähe ich langsam die Rundung entlang. Bis ich dann oben an der Aufhängung ankomme, dort nähe ich die Geraden, Stoff drehen und auf der anderen Seite wieder runter bis zum Anfang der Naht und dann wieder verriegeln. Nun wird der Stoff in der Mitte herausgeschnitten. Dafür mache ich erstmal ein Loch da rein und dann schneide ich gerade hoch in den Zylinder, so, aber nicht bis ganz an die Naht, sondern stopp so einen halben Zentimeter davor und schneide dann rechts und links in die Ecken rein bis kurz vor die Naht. Und dann einmal entlang der Rundung ausschneiden eher. Und in dem Zylinder noch die Seiten ein bisschen kürzen. Und an der Rundung alle paar Zentimeter einen Schnitt in den Stoff machen bis kurz vor die Naht.
Wenn du den Tannenbaum nähst, dann schneidest du einmal oben bis in die Spitze, bis knapp vor die Naht, dann an den Seiten so circa 0,5 cm bleibt vom Stoff stehen. Unten an den Ecken wieder bis kurz vor die Naht nähen, schneiden natürlich. Und unten im Stamm genauso wie vorhin bei der Kugel an der Aufhängung. Und dann wird das natürlich auch so gebügelt, wie ich das jetzt mit der Weihnachtskugel zeige. Nun den Stoff schon mal so entlang der Naht ein bisschen bügeln und dann durch das Loch schieben und auf die andere Seite ziehen und an der Kante alles schön flach bügeln. Oben an der Aufhängung müssen die Ecken noch durchgeschoben werden. Wenn das geschafft ist, alles nochmal schön bügeln, von links und dann auch nochmal von rechts. Nun kann man den anderen Stoff so dahinter legen und das könnte man jetzt so nähen, aber ich möchte hier die Aufhängung in einer anderen Farbe haben. Das kann man halt bei der Weihnachtskugel machen und natürlich halt beim Weihnachtsbaum den Baumstamm auch andersfarbig nähen. Und dafür nähe ich diese beiden Stoffstücke erstmal rechts auf rechts aneinander. Nun legt man also den Stoff so dahinter, dass die Aufhängung andersfarbig ist und dann steckt man das Ganze mit Nadeln fest und näht einmal außen um die Kugel herum. Den überstehenden Stoff kannst du nun etwas zurückschneiden. Das waren die Vorbereitungen für das Motiv. Also wenn du ohne Motiv nähst, dann geht es quasi hier erstmal los. Und zwar nimmst du dir die beiden Stoffstücke für das Futter und zeichnest das Griffloch ein. Auf die linke Seite von beiden Stoffstücken wird also dieses Rechteck gezeichnet. Also 3 cm unter der oberen Kante wird ein Rechteck von 10 mal 2 cm gezeichnet. Je einer der Futterstoffe wird nun rechts auf die Außenstoffe geklammert. Und dann wird entlang der Linien genäht. Beginne am besten an einer der langen Seiten. Die Nadel im Stoff versenken und dann bis zur ersten Ecke nähen, den Stoff wenden, die kurze Seite nähen, dann wieder die lange Gerade bis zur anderen Seite und am Ende etwas über den Anfang der Naht hinweg nähen und die Naht verriegeln. Zwischen den beiden Nähten wird nun mittig aufgeschnitten,
Dafür kannst du dir entweder hier so eine Zeichnung machen oder du machst es Pi mal Daumen, so wie ich. Also in der Mitte wird eingeschnitten, dann so bis 1 Zentimeter vor das Ende und dann diagonal in die Ecken bis kurz vor die Naht. Nun wird die Kante wieder gebügelt und dann wird der Futterstoff durch das Loch auf die andere Seite geschoben. Dann den Griff gut ausformen und die Kanten schön flach bügeln. Irgendwie will es bei dieser Tasche nicht ganz so werden, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich versuche es noch mal ein bisschen, aber jetzt schaue ich mir das einfach mal von der anderen Seite an und gucke mal, ob ich damit zufrieden bin. Ist ja schließlich nur innen. Ja, ich finde, es passt so. Also, wenn du auch zufrieden bist, dann kannst du jetzt an beiden Stoffstücken oben 1 Zentimeter links auf links bügeln. An beiden Taschenteilen natürlich. Hier kann man dann schon mal gucken, dass die Kanten gut aufeinander passen. Von der äußeren Tasche wird nun der Boden rechts auf rechts gelegt und geklammert. Anschließend nähst du das mit einer geraden Naht zusammen. Die Nahtzugabe ist 1 cm und die Nähte verriegeln. Nun die Nahtzugabe auseinanderbügeln. Als nächstes legst du die Seiten von der Außentasche rechts auf rechts aufeinander. Der Zentimeter, hier siehst du es, der so umgebügelt ist, der bleibt so unten liegen und dann werden die Seiten zusammengesteckt und mit 1 Zentimeter Nahtzugabe genäht. Die Nähte natürlich verriegeln. Ich lege mir hier schon mal 2 Klammern parat, damit ich die gleich habe, um die seitlichen Bodennähte zu stecken. Also jetzt wird erstmal hier diese seitliche Nahtzugabe auseinandergebügelt bis unten hin und dann passt das ja schon so gut aufeinander, dass man das direkt feststecken kann. Und das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Jetzt dort nähen. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Die Nahtzugabe jetzt auf ca. 0,5 cm zurückschneiden und dann an dem Futterbeutel die Bodennaht aufeinander legen und dort eine Wendeöffnung von ca. 10 cm markieren. Anschließend die Seiten aufeinander stecken und dann alles mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen. Auch hier bleibt der obere Rand so umgeklappt und wird so aufeinander gesteckt.
Nun ziehst du den Stoff hier unten an den ausgeschnittenen Ecken so auseinander, dass die Nähte aufeinandertreffen. Dann faltest du die Nahtzugabe so auseinander und klammerst das fest und nähst dann an beiden Seiten die seitlichen Bodennähte. Auch hier die Nahtzugabe etwas zurückschneiden. Und dann die Tasche wenden. Aber noch nicht komplett wenden, sondern erstmal so weit, bis die rechte Seite des Futterbeutels sichtbar ist. Dann legst du dir die Wendeöffnung so vor dich hin und steckst unten das Loch mit einer Nadel zu. Vielleicht muss man die Außentasche ein bisschen wegziehen von der Öffnung, damit man gleich gut nähen kann. Nun nähe ich also knapp an der Kante die Wendeöffnung zu. Jetzt die Tasche weiter wenden, dass der Außenbeutel halt auch außen ist und dann die Ecken ausformen. Man kommt ja noch zwischen die beiden Stofflagen und dann geht das eigentlich ganz gut. Die Nahtzugabe von dem Futterbeutel wird jetzt an den Seiten auseinandergebügelt und dann steckt man den oberen Rand aufeinander. Als letztes werden nun knapp neben der Kante die Taschen aufeinander gesteppt. Dafür stelle ich eine etwas längere Stichlänge ein, 3 oder 3,5 mm. Ich entferne hier die Schublade von der Nähmaschine, dann geht das alles etwas besser. Dann schiebe ich die Tasche unter den Nähfuß und nähe die beiden Teile zusammen. Die Nahtzugaben an den Seiten liegen ja auseinander. Falls da doch mal ein bisschen was hervorblitzt, dann versuche ich das so mit einer Pinzette dazwischen zu schieben und da drüber zu nähen. Am Ende die Naht natürlich verriegeln und dann war's das. Die Tasche ist fertig und hier ist auch noch die mit dem Tannenbaum. Ich hoffe, meine Anleitung hat dir gefallen und ich würde mich natürlich super freuen, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Klasse wäre auch, wenn du die Anleitung oder meinen Kanal weiterempfiehlst. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Vorweihnachtszeit und freue mich auf das nächste Mal. Bis dann!